Wir starten in Shibuya und unser Protégé Neko wacht ahnungslos mitten auf der Kreuzung auf und wird von Getir angegriffen, die sich Noise schimpfen. Da er alleine nichts ausrichten kann, schließt er zur Not einen Pakt mit einem Mädchen namens Shiki. Sie erzählt ihm, dass sie beide Teil des Reaper Games sind, welches insgesamt 7 Tage geht. Sie bekommen jeden Tag eine Mission erteilt samt Zeitlimit, welches stets auf der Hand sichtbar ist. Schaffen sie es nicht rechtzeitig, werden beide Spiele ausgelöscht und aus dem Spiel getilgt. Ihre heutige Mission verlangt von ihnen, dass sie innerhalb einer Stunde das 104 Building erreichen müssen, was sie auch schaffen, und somit endet der Tag. Sobald die Mission geschafft wurde, landen die Teilnehmer in einem komatösen Schlaf und wachen erst zum nächsten Missionsbeginn wieder auf. Sie treffen auf 2 weitere Teilnehmer, nämlich Beat und Rhyme. Die beiden haben gestern nicht rechtzeitig geschafft, die Mission zu beenden, sind aber noch Teil des Spiels. Es stellt sich heraus, dass jeweils nur ein Team die Mission schaffen muss und alle restlichen Teams werden quasi mitgezogen und kommen in die nächste Runde. In der nächsten Mission müssen Neko und Shiki den Fluch der Hachiko-Statue lösen. Das klappt auch und ein Reaper taucht auf. Diese erzählt, dass Shiki ein Spion der Reaper sei und Neko sie auslöschen soll, um fortfahren zu können. Neko kauft ihr das ab, da Shiki davor schon immer so verdächtig auf ihr Handy geschaut hat, obwohl die Teilnehmer abgesehen von dem Empfang der Mission ihre Handys nicht benutzen können. Das letztendlich reicht für Neko aus, um zum Anakin-Gedächtniswirker anzusetzen, mit dem letztendlich der Tag auch endet. Neko wacht in einem dunklen Raum auf und trifft auf Shiki. Er hat sie offensichtlich nicht getötet. Springen wir nochmal zurück. Neko wurde unterbrochen von Hanekoma Sanae. Nicht nur stellt er klar, dass es sich bei Shiki nicht um einen Spion handelt, sondern dies nur eine Finte des Reapers war. Er erzählt auch, dass es 2 Shibuyas gibt, das Underground und Real Ground. Keine Parallelwelt, sondern eher 2 Seiten derselben Medaille, die zur selben Zeit koexistieren. Dazu zahlen die Teilnehmer des Reapers Games auch ihr Wertvollstes als Eintrittsgebühr. Falls sie gewinnen, bekommen sie es zurück. Warten auf die nächste Mission stellt sich heraus, dass Neko Amnesie hat und Shiki lässt ihr Handy fallen. Neko findet ein Foto von ihr und einer weiteren Person. Die Mission kommt, der Timer fängt an und sie schaffen es zwar nicht rechtzeitig, aber werden in den letzten Sekunden von Beat und Rhyme gerettet, die die Aufgabe bewältigen. Wir sehen 2 Reaper, nämlich Minamimoto und Higashizawa. Letzterer ist der heutige Game Master, die Person, die die Mission an die Teilnehmer verteilt. Die Aufgabe lautet diesmal, es zu Tower Record zu schaffen, dieses Mal aber ohne Zeitlimit. Beat und Rhyme warten bereits vor dem Zielort. Beat gerät in eine Falle, Rhyme rettet ihn und wird dabei selbst zum Opfer und ausgelöscht. Die Mission war eine von den beiden Reapern Kadia und Utsuki gestellte Falle. Beat will sich rächen, wird aber von Hanekoma aufgehalten, denn nachdem der Partner ausgelöscht wird, hat der übrig gebliebene Part noch 7 Minuten zu leben. Hanekoma nimmt Beat mit und Shiki und Neko kämpfen gegen das Noise-Gedöns. Und mit dem Sieg endet der Tag auch. Am nächsten Tag haben die beiden 200 Minuten Zeit, um die Noises zu besiegen. Das klappt auch und der Timer wird gelöscht. Jedoch endet der Tag nicht damit, sondern Higashizawa taucht auf. Er war in Wirklichkeit für Rhymes Auslöschung verantwortlich und konfrontiert scheinbar aus dem Nichts Shiki damit, dass sie sich selbst hasst und eifersüchtig ist. Er erzählt auch, dass die Teilnehmer des Reaper Games in Wahrheit alle tot sind und die Gewinner wieder zum Leben erweckt werden. Diese Info überrascht Shiki nicht, Neko allerdings schon. Higashizawa ist wieder weg und der nächste Tag beginnt. Die Mission lautet, um 15 Uhr am Shibuya Scramble zu sein. Neko hat auf einmal einen roten Totenkopf-Pin bei sich und die beiden müssen dem Salesman dabei helfen, den Pin an den Mann zu bringen, damit der Werbespot um 3 Uhr am Monitor zu sehen ist. Shiki ist betrübt wegen den Worten des Game Masters und meint, es ändert nichts, wenn sie wieder lebt. Sie ist nicht zufrieden mit sich und würde viel lieber wie ihre Freundin Ellie sein. Wenn man vom Teufel spricht, sehen wir kurz darauf auch die noch lebendige Ellie, wie sie im anderen Shibuya rumläuft und diese sieht exakt so aus wie Shiki. Shikis Einsatz war ihr wahres Aussehen. Nach ihrem Tod und bevor das Reaper Game begonnen hat sie das Aussehen ihrer Freundin angenommen, weil sie aussehen wollte wie sie. Shikis Todesursache wird dabei als einziges im Spiel nicht näher erläutert. Auch im japanischen Original geht man nicht näher darauf ein. Es ist zumindest nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass sie sich selber das Leben genommen hat. Die beiden lauschen dem Gespräch und Ellie erzählt, dass sie Shiki vermisse, was ihr dann den nötigen Push gibt, das Spiel gewinnen zu wollen, um wieder bei ihrer Freundin zu sein. Der letzte Tag und die Mission lautet 600 Minuten, um den Game Master zu besiegen. Beat, der eigenständig aus Hanekomas Obhut geflohen ist, besucht derweil die Reaper. Neko und Shiki treffen auf Higashizawa und besiegen ihn. Sie haben die Mission und das Game geschafft und versprechen sich wiederzusehen, nachdem sie wieder leben. Neko wacht auf und immer noch im alternativen Shibuya. Das Reaper Game beginnt erneut, samt der Mission 30 plus 74. Zeit 60 Minuten. Shiki ist nicht mehr da, weswegen Neko verzweifelt nach einem neuen Partner sucht.
Er findet auch recht schnell jemanden und schließt einen Pakt mit Joshua. Laut ihm sei es seine erste Teilnahme am Spiel, obwohl er überraschend unaufgeregt scheint. Sie erreichen den Zielort und treffen auf Minamimoto, den neuen Game Master, der Neko auch zu kennen scheint. Kadia und Utsuki schnacken miteinander, bis sie eine unheimliche Aura spüren und kämpfen gegen Noise, die sich gegen die Reaper stellen. Neko wacht derweil auf und sieht Joshua, wie er anscheinend mit Reapern telefoniert. Er scannt ihn und sieht ein Bild von sich liegend in einer Hintergasse. Er sieht seinen eigenen Tod. Joshua will die heutige Mission skippen und sie jemanden anderen überlassen. Neko will das nicht zulassen, da es auch um Shiki geht und zack, haben wir ein Flashback zum vorherigen Game nach der ersten Woche. Nach dem Sieg trafen Neko und Shiki nämlich auf Beat, sowie dem vermeintlichen Boss Kitaniji. Dieser erzählt, dass nur ein einziger wiederbelebt wird. Beat bittet darum, ein Reaper zu werden, was auch gestattet wird. Nur Shiki darf wiederbelebt werden und Neko bekommt seine Erinnerung wieder. Aber die Erinnerung an seinem Tod fehlt weiterhin. Er muss erneut an dem Spiel teilnehmen und sein neuer Einsatz ist Shikis Leben, was Neko den Ansporn gibt, auch das aktuelle Spiel gewinnen zu wollen. Die heutige Mission verlangt von den beiden, dass sie einen besonderen Pin bekommen müssen. Neko schafft dies nicht, aber die Mission wird von einem anderen Team bewältigt. Minamimoto zeigt sich und haut auch gleich wieder ab. Wir sehen Kitaniji und Beat zusammen reden, der ihm einen Auftrag gibt. Neuer Tag und Joshua telefoniert wieder. Die Mission lautet, zur Cat Street in 15 Minuten zu gelangen, welche sich aber als Fake-Mission herausstellt. Sie besuchen das Café von Hanekoma und es war Hanekoma, mit dem Joshua die ganze Zeit am Handy gequatscht hatte. Hanekoma baut eine Art GPS in Joshuas Handy ein und kurz darauf werden die beiden von Beat angegriffen, der aber wieder abzischt. Sie suchen nach Joshuas Bums und lösen das Rätsel um den Rahmenmeister, finden aber nicht das Objekt Joshuas Begierde und so endet der Tag. Neko beschließt, auf die Mission zu warten und wir sehen Kitaniji. Ihm wird berichtet, dass seit 2 Tagen keine Mission gestellt wurde und Minamimoto verschwunden ist. Konishi erzählt ihm auch, dass diverse Reaper angegriffen wurden. Kitaniji belässt es erstmal dabei und beauftragt Konishi, erstmal zu beobachten. Neko und Joshua beschließen dann doch dem Signal des Handys zu folgen, bis die Mission kommt. Das Signal führt sie bis zu Udagawa Backstreet, der Ort, an dem Neko gestorben ist. Auf dem Weg bemerken sie, dass die Menschen alle den roten Pin tragen, den auch Neko vorher bekommen hat, und Joshua erzählt, dass die Reaper ihre Kräfte aus ihren Flügeln beziehen und diese jederzeit zwischen beiden Shibuyas wandern können, aber im Real Ground keine Kräfte haben. Sie treffen erneut auf Beat, er verschwindet wieder und lässt Rhymes Glocke fallen. Danach folgt ein Treffen mit Minamimoto und wir sehen ihn, wie er ein Graffiti malt. Kadia und Utsuki tauchen auf und sehen, was Minamimoto gemalt hat. Ein Symbol, welches in Verbindung mit den Evil Noises steht. Neko scannt Joshua und sieht die Szene, wie er gestorben ist. Er wurde offenbar von Joshua erschossen. Tag 5 und Joshua telefoniert wieder. Neko braucht Beweise, um Joshua mit dem Mord konfrontieren zu können. Joshua erzählt derweil seine wahre Intention. Er sucht den Composer. Dieser leitet das Reapers Game und hat die Macht über alles. Kadia und Utsuki werden derweil auf eine Mission geschickt, da die Evil Noises aufgetaucht sind. Joshua und Neko treffen auf Hanekoma und Neko will Joshua mit seinem Tod konfrontieren. Joshua sagt davor, dass er seit seiner Kindheit schon das Yuji sehen kann und er fasziniert davon ist. Bevor das Gespräch aber in die heiße Phase gehen kann, werden sie von Hanekoma unterbrochen. Er hat die Handys repariert und verschwindet für ein paar Tage. Joshua verrät seine Todesursache nicht und Beat taucht wieder auf, genau wie die anderen beiden Reaper. Sie sagen, dass niemand außer der Game Master die Teilnehmer anfassen darf, aber Beat hat eine Spezialmission aufgetragen bekommen, weswegen dieser Neko und Joshua ein weiteres Mal attackiert. Der Kampf wird unterbrochen und Neko gibt Beat den Anhänger zurück. Sie entdecken ein Graffiti von Cat, einem Künstler, den Neko verehrt, und Joshua sagt, dass es sich bei Cat um Hanekoma handelt. Sie machen sich auf den Weg unter den Bahngleisen, dem Signal folgend und treffen auf eine Wand. Ein Gegner taucht auf, gegen den sie aber keine Chance haben, weswegen Joshua eine Überattacke rausknallt. Das war aber alles eine Finte von Kadia. Er sagt, dass Joshua gar nicht tot ist, da die Teilnehmer so eine Technik gar nicht nutzen können. Nichtsdestotrotz lässt er sie nochmal davonkommen. Neko fragt endlich, ob Joshua sein Mörder sei, und daraufhin fragt Joshua Neko, was er denn tun will, wenn dem so ist, womit der Tag endet. Joshua sagt zu Neko, dass selbst wenn er ihn auslöschen will, das nicht ginge, da die beiden durch den Pakt miteinander verbunden sind. Sie bekommen eine Mission, nämlich 60 Minuten, um den Boss zu killen. Sie machen sich auf den Weg und werden von den Noise angegriffen, aber von jemand Unbekannten gerettet. Die Mission lautet, alle Gegner zu besiegen auf den Weg zu Udagawa. Sie löschen den Timer und treffen auf Minamimoto. Minamimoto hatte die beiden am Anfang gerettet, weil er wollte, dass sie es bis zu Udagawa schaffen. Er wartet auf morgen, bis er persönlich in Aktion treten kann. Der letzte Tag ist angebrochen und mit ihm die Mission. Besiegt den Boss in Pork City. Zeit 600 Minuten.
Die Mission gibt ihnen zu denken, da sie auffällig offensichtlich geschrieben ist und nicht in kryptischen Matheaufgaben, die Minamoto gerne stellt. Jedenfalls angekommen treffen die Boys of Reaper, die verwundert sind, was die beiden hier wollen, da sie von keiner Mission mitbekommen haben. Aber lassen sie weiterziehen. Sie erreichen das oberste Stockwerk und treffen auf Minamoto, der aber überrascht ist, sie zu sehen. Neko bekommt wieder ein Flashback seines Todes, dieses Mal aber das volle Bild. Er wurde von Minamoto erschossen, als er sich gerade einen Schusswechsel mit Yoshua gegeben hat. Minamoto verliert den Kampf, explodiert und Yoshua schmeißt Neko vom Dach und fängt den Angriff ab. Neko bleibt alleine über und Kitaniji beglückwünscht ihn zum Sieg. Es stellt sich heraus, dass die Mission von ihm aufgetragen wurde, um Minamoto zu besiegen. Er sagt, dass Yoshua nicht ausgelöscht wurde, weil er als Lebendiger nie ein richtiger Teilnehmer war, aber deswegen bestraft er auch Neko. Seine Strafe? Er muss dem Spiel erneut beiwohnen. Das aktuelle Game wird annulliert und Chiki bleibt weiterhin der Preis. Täglich grüßt das Murmeltier-Style wacht Neko erneut in Shibuya auf, das Spiel fängt wieder für ihn an und er ist auf der Suche nach einem neuen Partner. Kadia und Utsuki sagen, dass der jetzige Game Master Konishi ist. Neko ist zwar auf der Suche, aber diesmal gibt es keine anderen Teilnehmer. Dazu wird er noch angegriffen und kann nichts anderes machen als zu fliehen. Sein Timer droht abzulaufen, jedoch taucht im letzten Moment Beat auf und bekommt seine Redemption Arc. Er eilt Neko zu Hilfe und sie gehen einen Pakt ein. Beat verliert seine Flügel und seinen Reaper-Status. Sie gehen zur großen Wand, die Beat öffnen will, aber nicht kann. Danach beschließen sie, der Mission zu folgen. Sie erreichen 104 und Beat erzählt, dass er der neue Composer werden will. Derweil befehligt Kitaniji Konishi, die beiden auszuschalten. Konishi taucht auf und bestraft erstmal Beat, da er in seiner Zeit als Reaper 0 Punkte gesammelt hatte und deswegen nur noch eine Lebensspanne von 5 Tagen hat. Dazu wird das Wieselding, welches die ganze Zeit bei Beat hockt und natürlich eine wiedergeborene Form von Rhyme ist, als Beats Eintrittspreis von Konishi in Form eines Pins mitgenommen. Sie erteilt Neko und Beat persönlich ihre Mission und zwar müssen die beiden sie vor Ablauf der 7 Tage finden und besiegen. Der Emergency Call wurde ausgerufen und die Reaper dürfen nun auch Teilnehmer angreifen. Und Kadia und Utsuki werden beauftragt, sich um die Erledigung der Teilnehmer zu kümmern. Der Tag beginnt und sie bekommen direkt von Utsuki eine extra Mission aufgetragen. Wenn sie diese schaffen, dann gibt sie Beat seinen Pin zurück. Währenddessen erzählt Beat, dass er und Rhyme Geschwister sind und er sich zum Reaper machte, um so eventuell Rhyme zurückholen zu können. Als Rhyme ausgelöscht wurde, hatte nämlich Hanekoma ihre Seele in das Wiesel eingeschlossen. Sie schaffen Utsukis Mission und diese greift verärgert die Jungs an. Kadia taucht auf und gibt ihnen einen Level 3 Pin und sagt, dass er ihnen Rhyme zurückgibt, wenn sie ihn besiegen, womit der Tag auch endet. Sie wachen auf, aber der Ausgang ist versperrt. Kadia wartet auf sie, aber vorerst müssen sie den Schlüssel aus der Box holen. Sie öffnen die Wand und finden einen Blumenstrauß. Beat erzählt, dass er und Rhyme dort gestorben sind. Sie wurden in einen Autounfall verwickelt, als sich Beat mit seinen Eltern gestritten hatte, aus dem Haus gestürmt ist und Rhyme ihm nachlief. Sie finden Kadia und kämpfen gegen ihn und Utsuki. Nach dem Sieg möchte er ihnen Rhyme wiedergeben, jedoch bemerkt der Reaper, dass der Pin nicht echt ist. Sie wurden von Konishi reingelegt und alle gehen ihre Wege. Kadia und Utsuki werden angegriffen und Minamoto hat offenbar überlebt. Beat und Neko sind auf dem Weg zu Udagawa Street, währenddessen bemerken sie, wie alle Leute und Reaper unter dem Einfluss des roten Pins wie Zombies sind. Angekommen hat jemand die Wand zur Street mit Gewalt geöffnet und wir sehen Minamotos Mal ausgebrannt. Neko macht ein Foto, mit dem er 4 Tage in die Vergangenheit blicken kann und sieht auf dem Bild Hanekoma am Mal rumpimmeln. Daraufhin machen die beiden sich auf den Weg zu Hanekomas Laden und treffen auf Kadia und Utsuki, die auch vom Virus befallen sind. Es kommt zum Kampf mit den beiden, womit der Tag auch endet. Beat und Neko machen sich auf den Weg zu Cat Street und auch dort wurde die Wand zerstört. Hanekoma ist nicht in seinem Laden und dazu wurde das Café auch zerstört. Sie finden aber einen Schlüssel und machen sich auf den Weg zur unüberwindbaren Wand. Sie treffen auf Minamoto, der ebenfalls den Composer sucht. Es kommt zum Kampf, welches ohne Ergebnis endet. Neuer Tag und Beat fängt an, sich aufzulösen. Sie machen sich auf den Weg, finden die Wand zerstört vor und treffen auf Minamoto und Konishi. Sie hat sich die ganze Zeit in Beats Schatten versteckt und öffnet für Minamoto das Tor. Wenn er Composer wird, soll er sie als rechte Hand einstellen. Konishi wird besiegt und sie erzählt, dass Rhymes Erinnerung an ihn in Wahrheit sein Eintrittspreis ist. Sie gehen weiter und treffen auf Shiki. Sie war auf einmal hier gelandet und Neko erzählt ihr, dass es wohl keine andere Möglichkeit gibt, aus dem Spiel zu entkommen, als den Composer zu schlagen. Sie treffen auf die Leiche von Minamoto, der vom Geröll erschlagen wurde. Als nächstes taucht Kitaniji auf und die besiegen ihn, der aber Shiki davor noch zum Zombie machte. Diese greift Neko an, Beat beschützt ihn und Neko zerstört Shikis roten Pin. Dieser Pin ist der Auslöser für das komische Verhalten. Da Beat und Shiki beide ihr Bewusstsein verloren haben,
zieht Neko alleine weiter. Neko ruft nach Hanekoma, seiner Meinung der Composer, aber es taucht wieder Kitanishi auf. Dieser erzählt, dass der Composer verschwunden ist, schon bevor Neko in diese Shibuya kam und dass er nun stellvertretend Shibuya leitet. Er erzählt von seinem Plan, dass er mit den Pins das Underground und die Leute darin kontrollieren will, da es kein Leid mehr auf der Welt geben würde, wenn alle dasselbe denken, dasselbe fühlen, niemand wäre mehr unglücklich. Kitanishi hat die roten Pins entwickelt und hofft damit auch Neko kontrollieren zu können. Dies hat aber keinen Effekt auf ihn, da der Pin, den er seit Beginn hat, den roten negiert. Kitanishi erwähnt, dass Neko wohl der erwählte Player ist und will ihn weghauen, aber Shiki und Beat tauchen auf, genauso wie Joshua. Kitanishi verwandelt sich in seine wahre Form und mit der Kraft der Freundschaft das kann Neko ihn packen. Wir sehen Kitanishi, wie sein Timer ausläuft und erfahren seine Intention. Der Composer hat beschlossen, Shibuya auszulöschen, da er keinen Wert mehr darin sieht. Kitanishi glaubt das jedoch nicht und suchte nach einer Möglichkeit, Shibuya vor dem Untergang retten zu können. Der Composer beschließt also ein Spiel. Falls Kitanishi es schafft, Shibuya und seine Menschen zu ändern, gewinnt er. Falls nicht, werden beide, die Stadt als auch er, ausgelöscht. Und um Kitanishi nicht in die Quere zu kommen, verschwindet der Composer so lange ins Real Ground. Kitanishi gesteht seine Niederlage ein, wundert sich aber, warum Neko nicht beeinflussbar vom roten Pin war. Den Pin, den Neko bei sich trägt, hat er vom Composer persönlich bekommen. Der Composer hatte sich indirekt also doch eingemischt. Kitanishi wird ausgelöscht und Joshua droppt die Meldung, dass er der Composer ist und Minamimoto auch getötet hat, denn Minamimoto hatte es auf seinen Platz abgesehen, weswegen er Joshua bis ins Real Ground folgte. Allerdings können Reaper ja ihre Kräfte nicht benutzen im Real Ground. Der Composer hingegen schon, weswegen im Schusswechsel Joshua die Kugel einfach blocken konnte. Minamimoto ist dann wieder abgehauen und Joshua hat Neko letztendlich doch erschossen und ihm den Pin mitgegeben, da er der von Joshua erwählte Spieler ist. Das war die Bedingung mit Kitanishi. Er kommt ihm nicht in die Quere, aber er wählt seinen Gegner. Joshua fordert Neko zum abschließenden Duell auf. Beide heben die Waffen auf den anderen, zählen bis 10 und schießen dann aufeinander. Unter Tränen lässt Neko die Waffe senken. Joshua schießt und Neko fällt zu Boden. Im letzten Moment sieht er noch Hanekoma neben Joshua. Und er wacht wieder in Shibuya. Eine Woche ist seitdem vergangen. Der Schusswechsel war ein letzter Test von Joshua. Wenn Neko sich ändern kann, dann auch Shibuya und die Menschen darin. Er lässt Shibuya bestehen und belebt Neko und seine Freunde wieder. Neko, der mittlerweile gelernt hat, anderen zu vertrauen, schaut sich das Graffiti nochmal an und geht los, um seine Kumpanen zu treffen. Aber das ist noch nicht alles, denn wie aus den Secret Ports herauszufinden ist Hanekoma ein Engel, eine Entität mächtiger als der Komponist. Und er ist es, der Minamimoto half, da Minamimoto quasi sein Backup-Plan war, falls Neko es nicht schaffen sollte, Joshua davon zu überzeugen, Shibuya aufzuhalten. Dazu landen kurz nach den Ereignissen des Hauptspiels Neko und Beat wieder im alternativen Shibuya und sind erneut Teil des Reaper Games. Ihre Mission: Entkomme aus Shibuya innerhalb 24 Stunden. Ein Reaper namens Koko taucht auf und sie schließt sich den beiden an. Währenddessen wird Neko ab und zu von Visionen geplagt, die einerseits ein zerstörtes Shinjuku und ein Mädchen zeigen, welches Shiki Stofftier besitzt. Sie treffen auf Shiki, die Rhyme als Partnerin hat, aber beide verhalten sich merkwürdig. Danach treffen sie auch auf Kadia und Utsuki, die aber auch eine andere Persönlichkeit zu haben scheinen. Sie beschließen, Joshua aufzusuchen, der aber auch gänzlich anders drauf ist. Der nicht helfen kann, schickt er sie zu Hanekoma. Neko hat erneut eine Vision, diesmal von Rhyme, der von einem Noise angegriffen wird. Dies passiert auch kurz darauf. Mit Rhyme verschwindet auch Shiki als ihre Partnerin. Sie treffen auf Hanekoma und der erzählt, dass Joshua nicht der Composer dieses Mal ist und es auch keinen Game Master gibt. Sie sind in einem riesigen Noise gefangen, der die Form von Shibuya angenommen hat. Dies ist das Werk eines sehr mächtigen Reapers und natürlich ist dieser Reaper Koko, der die beiden in diese Illusion gefangen hält. Sie kickt Hanekoma gleich wieder raus aus ihrem Shinjuku und es kommt zum Kampf. Nach dem Sieg sind Neko und Beat wieder in der Realität. Sie rufen Shiki und Rhyme an, um zu checken, ob alles okay ist. Hinterrücks wird Neko aber von Koko erschossen und löst sich auf. Bilder von Nekos Vision tauchen auf, die keine Druckbilder, sondern Einblicke in die Zukunft waren. Joshua und Hanekoma sprechen miteinander und erwähnen, dass Shinjuku ausgelöscht wurde und Koko fliehen konnte. Sie ist wahrscheinlich ein Reaper aus Shinjuku, die es geschafft hat, der Auslöschung zu entfliehen. Joshua will es bei dem Status quo belassen und nichts tun, da Neko seinen Zweck erfüllt habe. Im Untergrund lässt Koko dies aber nicht zu, da Neko einen weitaus größeren Zweck dient. Und um seine nächste Aufgabe zu bewerkstelligen, erweckt sie Minamimoto wieder, damit er als Nekos Partner agieren kann.